das Streichmaß auf etwas mehr als die Dicke des Schwalbenstücks einstellen und vom Hirnholz her auf beiden Seiten die Grundlinie anreißen. Hallo und herzlich willkommen bei Rhinoworks. In diesem Video möchte ich ein kleines Schuhbänkchen für unsere Terrasse bauen. Da liegen nämlich immer überall die Schuhe von meiner ganzen Familie verstreut und das soll sich ändern. Ich habe hier so ein schlaues Buch gekauft, Holzarbeiten Schritt für Schritt. Für Anfänger sicher nicht schlecht, da mal reinzuschauen. Darüber bin ich gerade gestolpert, diese Schwalbenschwanzverzinkung, und das möchte ich heute das erste Mal versuchen. Schauen wir doch mal, welches Holz wir dafür nehmen. Diese Bretter stehen schon ziemlich lange in meiner Werkstatt rum. Die habe ich ursprünglich mal gekauft, um die Tischfläche für meine Werkbank zu bauen, habe mich dann aber dagegen entschieden und eine große Buchenplatte gekauft. Für dieses Projekt könnte ich mir aber gut vorstellen, dass die geeignet sind. Die müssen aber zuerst auf Format geschnitten und gehobelt werden. Los geht's! So, da hätten wir die 3 Teile für unser Schuhbänkchen. Ich musste gestern nach dem Hobeln dieser Dinge kurz unterbrechen und mal richtig die Werkstatt aufräumen, reinigen. Hier hat es wirklich ausgesehen wie Sau. Mit dem kleinen Staubsauger, den ich hier als Absauganlage verwende, das geht einfach nicht mehr. Da muss künftig irgendwas Größeres her. Vielleicht baue ich mir eine Absauganlage. Mal schauen. Wie dem auch sei. Jetzt geht es hier an die Schwalbenschwanzverzinkung, anreißen und ausarbeiten. Wie gesagt, noch nie gemacht. Und es wird noch besser. Diese Säge habe ich noch nie benutzt. Diese Dozuki sagt man, glaube ich, dazu. Streichmaß noch nie benutzt. Zinkenschablone noch nie benutzt. Könnte interessant werden. Los geht's. Oh, ich reg mich gerade tierisch auf. Ich bin hier gerade gemütlich die Dovetails am Zuschneiden mit der Laubsäge und plötzlich merke ich, ich Idiot, schneide den verdammten Schwalbenschwanz ab. Wie dämlich kann man eigentlich sein? Oh. Bei der einen Seite habe ich die Schwalbenschwänze bereits zugesägt und jetzt passiert mir das. Was für eine Kacke. Gut, ich mache es das erste Mal, aber trotzdem, es regt mich gerade total auf. Wie doof kann man eigentlich sein? Nun gut, ich habe noch genug von dem Material da. Ich werde mir jetzt einfach nochmal so ein Ding hobeln und zusägen und von vorne anfangen. Aber ganz sicher nicht mehr heute. Das mache ich dann morgen. Heute bin ich zu geladen. Neuer Tag, neues Glück. Auf geht's.
jetzt schon ziemlich lange am Schleifen und Feilen von diesen Zinken, von diesen Seitenteilen hier, dass die wirklich schön in diese Sitzfläche reinpassen. Mittlerweile passt die linke Seite eigentlich ziemlich gut, das ist ziemlich stramm. Rechts ist es leider ein bisschen zu locker geworden, da müssen wir dann schauen, wie wir das ausbessern. Bevor wir das Ganze hier aber zusammenbauen, gibt es noch einen weiteren Schritt, und zwar möchte ich noch solche Roste haben für die Schuhe später, und da müssen wir ein paar Löcher bohren, und das machen wir jetzt. Ja, die Spalte sind doch ein bisschen größer ausgefallen, als ich das geplant habe. Ich dachte zwar, ich hätte das ziemlich genau gesägt, aber so kann man sich täuschen. Zum Glück habe ich beim Sägen einen Haufen von diesen Spänen aufgefangen, und damit werde ich jetzt das wohl ein bisschen zupfuschen. So, die Löcher sind jetzt zugepfuscht. Ja, man sieht es jetzt halt ein bisschen, dass ich hier nicht so schön gearbeitet habe bei dieser Spaltenschwanzverzinkung, aber ja, nicht so schlimm. Es war mein erstes Mal und war mal spannend, das auszuprobieren. Jetzt sieht man es halt ein bisschen, diese Spalte. Was ich jetzt noch machen möchte, ist dieses Thema von diesen Aluprofilen hier auch hier oben anzuwenden. Dazu habe ich mir hier ein paar Stifte aus diesem Aluprofil geschnitten, werde die hier einlassen und versuchen, mit diesem Teil hier bündig abzuschneiden. Ich glaube, das heißt irgendwie Multicutter oder sowas. Ich habe das mal im Baumarkt mitgenommen, weil ich ein paar Treuepunkte übrig hatte. Gekauft hätte ich mir das wahrscheinlich nicht, weil ich habe es bis jetzt genau noch nie gebraucht, und versuche jetzt das erste Mal hier diese Stifte bündig abzuschneiden. Schauen wir mal, ob das klappt. Damit wäre das Schuhbänkchen für meine Terrasse fertig. Kleines Fazit dazu, war wieder mal ein richtig geiles Projekt, hat mir richtig Spaß gemacht. Besonders diese Schwalbenschwanzverzinkung war eine große Herausforderung. Wenn man das am Anfang so liest in diesem Buch, denkt man, ja komm, kriege ich hin. Aber ist doch herausfordernder, als man sich das vorstellt. Gerade in Weichholz ist es etwas schwierig, wirklich das Ganze stramm hinzubekommen. Ich hatte jetzt doch einige Spalte, die ich füllen musste. Aber im Großen und Ganzen gefällt mir das ganz gut, wie das rausgekommen ist. Dann habe ich noch diese Geschichte versucht, mit den Aluminiumstangen hier solche Inlays zu machen, um das Ganze ein bisschen zu verstärken und dekorativ etwas anders zu gestalten. Das hat soweit auch ganz gut geklappt. Was mich ein bisschen stört, ist, dass ich hier wieder ein bisschen ein Depp war und die Alustangen hier für die Schuhe zu nahe zusammen gehalten habe. Da hätte man ruhig etwas mehr Abstand lassen können. Ich habe es aber getestet mit Schuhen, das sollte soweit eigentlich funktionieren. Wenn euch das Video gefallen hat und das Projekt, dann schreibt mir doch was Nettes in die Kommentare, lasst mir einen Daumen da und
abonniert meinen Kanal. Es kommen nämlich sicher weitere Projekte. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut.